Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Die DJI Mini 3 Pro ist endlich bei mir angekommen und das erste Video habe ich schon gemacht, und zwar geht es da um den Nachtflug. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wie die DJI Mini 3 Pro sich im Lowlight verhält. Aber heute wollen wir uns um ganz andere Dinge kümmern, denn wenn du diese Drohne bestellt hast, dann hast du natürlich auch den Wunsch, alles, was du machen möchtest, irgendwie auch mit Zubehör zu regeln. Das heißt, es reicht dir natürlich nicht, dass du jetzt eine Drohne bekommst, einen RC-Controller und gleichzeitig noch ein Akku dazu. Da brauchst du noch ein zweites Akku, dann brauchst du vielleicht noch eine Tasche, dann brauchst du vielleicht noch einen Filter, einen ND-Filter, einen Polfilter und andere Dinge. Und genau das Problem, das greifen wir nämlich heute mal auf. Zubehör für die DJI Mini 3 Pro. Es gibt momentan schon eine Menge im Netz, obwohl die Drohne gerade erst erschienen ist. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Vorab aber nochmal zu erwähnen, die Produkte, die hier gezeigt werden, habe ich noch nicht testen können. Die sind echt so frisch und so neu, dass die noch nicht bei mir angekommen sind. Das heißt, wenn der Hersteller irgendwas verspricht, kann ich jetzt nicht garantieren, ob das wirklich so ist. Gleichzeitig können natürlich einige Zubehörteile an der DJI Mini 3 Pro das Gesamtgewicht von 248 Gramm etwas erhöhen. Das heißt, sie wird dann über 250 Gramm sein und da gelten natürlich neue gesetzliche Bedingungen. Denkt bitte dran, beim Zubehörkauf und auch beim Nachschauen. Allerdings zu den genannten Produkten findest du hier in meiner Videobeschreibung. Als erstes hat mich ja interessiert, dass DJI nicht nur die normale Batterie veröffentlicht hat, sondern auch noch ein Akku, mit dem du bis zu 47 Minuten fliegen kannst. Das heißt, das ist ja hier sozusagen die kleine, die leichte Batterie. Bis zu 34 Minuten laut Hersteller sind hier möglich. Aber DJI hat, wie gesagt, noch einen Akku rausgebracht, was bis zu 47 Minuten fliegen soll mit der Drohne, leider Gottes nicht für Europa. So, jetzt kann man sich natürlich mal auf den asiatischen Seiten umschauen. Ihr kennt sie alle, diese Shop-Seiten in Asien, und sieht natürlich da auch Angebote von diesem Akku und kann sich das natürlich auch bestellen. Aber ich bin da relativ vorsichtig, weil erstens, guckt euch die Preise an. Das ist richtig überzogen von den Preisen her. Momentan wollen alle mit der DJI Mini 3 Pro und den Lieferengpässen Geld verdienen. Natürlich auch die Seiten wie Ali und Co., je nachdem wie sie alle heißen, im Netz. Und man sieht natürlich, die Preise gehen gar nicht. Des Weiteren habt ihr natürlich auch kaum die Möglichkeit, wenn Müll bei euch ankommt, das Ganze wieder umzutauschen. Denn da macht man erstmal irgendwie einen Widerruf innerhalb von 14 Tagen, was in Deutschland möglich ist, und versucht das mal in China. Das kann manchmal kompliziert sein, und bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis ist mir das echt zu heiß. Aber es wäre natürlich cool, so ein Akku hier direkt nach Deutschland zu importieren. Darf man wieder auch nicht vergessen, dann bist du über den 250 Gramm und es gelten andere gesetzliche Bedingungen für deine Drohne, die du natürlich dann erfüllen musst. Aber vom Prinzip her eigentlich schon eine coole Sache. Man bräuchte eigentlich nur 2 Akkus. 2 Stunden reichen definitiv aus, oder 2,5 Stunden, um gute Shots zu drehen. Mal gucken, ich bleibe auf alle Fälle dran, und es gibt natürlich auch noch legale, vernünftige Sachen. Des Weiteren ist natürlich auch noch wichtig, bei diesem 47 Minuten Akku einfach mal bei der DJI Care Versicherung nachzuhaken, ob die das dann übernehmen überhaupt, auch wenn hier so ein 47 Minuten Akku in Europa drin ist, der für Europa nicht gedacht ist, ob dann DJI Care bei Schäden auch zahlt. Würde mich auch nochmal interessieren, prüfe ich nochmal nach. Die Links ebenfalls in meiner Videobeschreibung, wer da nochmal nachlesen möchte. Jetzt kümmern wir uns aber um legale, vernünftige, ordentliche Produkte für die DJI Mini Pro, in Deutschland erhältlich und natürlich auch mit Umtauschfrist. Also, los geht's! Aktuell gibt es die DJI Mini 3 Pro in 3 verschiedenen Versionen. Zum ersten ohne Controller, quasi nur die Drohne pur mit einem Akku im Lieferumfang für 739 €. Variante 2 ist dann bestellbar mit der Drohne, dem altbekannten Controller und einem Akku für 829 €. Und in der dritten Variante gibt es dann die DJI Mini 3 Pro, den neuen RC-Controller und die Drohne mit einem Akku für 999 €. Das Fly More Paket mit weiteren 2 Akkus, einer Ladeschale und Tasche sowie Propeller und Kabel kannst du für jede dieser 3 Drohnen zum Preis von 189 € erwerben, aber dazu etwas später noch genauer.
Kommen wir jetzt aber mal zum ersten Zubehör. Leider hat DJI im Gegensatz zur letzten DJI Mini 2 der neuen Drohne keinen Propellerschutz mitgeliefert. Hierfür gibt es einige Hersteller, die das natürlich als extra verkaufen und man sollte, wenn man seine neue Drohne viel benutzt und hin und her packt, dieses Zubehör erwerben. Denn lieber so, bevor mal dann in Hast und Eile verpackt die Propeller abbrechen. Dieser Hersteller garantiert, dass euer Schutz für die Mini 3 Pro passend ist, aber ihr könnt natürlich auch den Propellerschutz für die DJI Mini 2 kaufen, denn das ist vom Prinzip fast das gleiche. Und dieses ältere Zubehör, das passt auch bei der neuen Mini 3. Diese Propellerhalterung besteht aus Silikon und einem Schließmechanismus, in dem ihr dann die Propeller festgestellt transportieren könnt. Da es hier mehrere Anbieter gibt, habe ich euch mal die günstigsten, aber auch die etwas teureren in meiner Videobeschreibung verlinkt. Preislich liegen wir hier so zwischen 10 und 20 Euro. Wem die Tasche von DJI im Combo-Pack nicht gefällt oder wer das Pro-Paket gar nicht erwerben möchte, für den habe ich einen richtig gut gelungenen Hartschalenkoffer gefunden. Der Hersteller sagt, dass dieser Hartschalenkoffer speziell für die DJI Mini 3 Pro entwickelt wurde. Und hier kannst du eine DJI Mini Pro Drohne, ein RC-Controller, bis zu 8 Batterien, ein 2-Wege-Ladekabel und diverse andere Kabel sowie Ersatzpropeller verstauen. Als Zubehör bekommst du einen Propellerschutz als Klettband und eine Micro-SD-Kartenhülle noch mit dazu. Wenn du all dein Zubehör einsortierst, dann musst du vom Controller nichts mehr abschrauben. Hier wurde extra Platz gelassen, um die Joysticks am Controller zu belassen. Hauptsächlich besteht der Koffer aus Kunststoff, er ist stoßfest und wasserresistent nach IP67. Das Gesamtgewicht ohne Drohne beträgt 1,75 Kilogramm. Preislich liegen wir hier bei ca. 60 Euro und falls dieses Modell nicht mehr verfügbar ist, habe ich noch weitere Alternativen in meiner Videobeschreibung verlinkt. Wer seine neue DJI Mini 3 Pro fliegt, der möchte natürlich auch, dass seine Aufnahmen in allerbester Qualität sind. Da die Drohne wieder eine feste Blende hat, empfehlen sich für bessere Aufnahmen natürlich ND-Filter. Hier habe ich was Interessantes gefunden von der Firma Honbobo, denn hier gibt's die unterschiedlichsten Filtersets für die Mini 3 Pro. Ein riesiges Angebot, denn zu den unterschiedlichsten ND-Filtern bekommst du Polfilter, Starnight-Filter und weitere Filter in hochwertiger Qualität. Der Hersteller sagt, es sind extrem leichte CNC-Luftfahrt-Aluminiumrahmen, denn diese beeinträchtigen die Drohnenleistung nicht. Das doppelseitige mehrschichtige Nanobeschichtungsverfahren wird verwendet, um der Linse eine hochwertige, wasserdichte, ölbeständige, schmutzabweisende und kratzfeste Leistung zu verleihen. Die speziell ausgewählten professionellen optischen Glaslinsen haben eine hohe Durchlässigkeit und echte Farben. Erhältlich sind die Filtersets in verschiedenen Ausführungen und preislich liegt man hier, je nachdem, was man möchte, zwischen 30 und 170 Euro. Wer nicht zum DJI Fly More Paket greift, der muss seine Akkus zwangsläufig an der Drohne laden. Und da DJI hier kein Ladegerät mitliefert, brauchst du natürlich schnellen Ladepower für deinen Weiterflug. Zum einen empfiehlt sich hier dieses 100 Watt Schnellladegerät, denn der Hersteller sagt, mit USB-C Typ C Anschlüssen und 2 USB-A Anschlüssen unterstützt dieses USB-C-Netzteil das schnelle Laden und ist zudem noch abwärtskompatibel. Also erhältst du hier gleich ein Gerät für alle, denn 2 Jahre Garantie sowie Ladepower für all deine Geräte helfen hier optimal weiter. Preislich ist man hier bei ca. 60 Euro. Für unterwegs bietet sich natürlich eine Powerbank an, die ebenfalls flüssig und schnell laden kann. Hier kann ich dir die Anker 325 Powerbank mit 20.000 mAh empfehlen. Blitzschnell laden, Ankers hauseigene Power IQ Technologie in Kombination mit starker Voltage Boost Technologie liefert die schnellste und dank der praktischen Erhaltungsladung auch die sicherste Ladung für nahezu jedes Gerät. 2 USB-Ports garantieren dir Ladung in Höchstgeschwindigkeit für 2 Geräte gleichzeitig. Was du hier bekommst, ist eine Anker PowerCore Essential 20.000 Powerbank, ein Micro-SD-USB-Kabel, eine Reisehülle, eine Bedienungsanleitung und das Ganze dann für 40 Euro Gesamtpreis. Auch für den noch größeren Blickwinkel hat der Zubehörmarkt Alternativen, denn hier kommt das Weitwinkelobjektiv ins Spiel. Wer noch mehr Perspektive braucht, der ist hier genau richtig, denn
Hier kannst du deine Perspektive bei Fotos von 81 Grad auf 114 Grad erweitern und bei Videos im 16:9 Format ist das Ganze auf 100 Grad erweiterbar. So wie es aussieht, ist das Ganze easy leicht und aufsteckbar, also optimal zu verwenden. Für rund 35 € hast du hier sozusagen den Weitblick mit deiner DJI Mini 3 Pro. Da es im Laufe der Zeit noch mehr gute Angebote zu Weitwinkeloptiken und Filtern gibt, werde ich natürlich in meiner Videobeschreibung auch noch andere Marken verlinken, sodass ihr hier die beste Auswahl habt. Kommen wir zu einem kleinen Accessoire, was aber manchmal sehr nützlich sein kann. Die Rede ist vom Umhängeband für den neuen RC-Controller. Gerade bei meinen Fahrradtouren war so ein Band echt nützlich in letzter Zeit, denn ich hatte die Hände frei und konnte optimal mit der Drohne arbeiten. Weiterhin schützt es euch vor Beschädigung, denn hier kann der neue RC-Controller nicht mehr runterfallen und das ist schon mal wichtig. Gut verarbeitet und clever entwickelt, mit einfachem Schraubverschluss kommt er zu euch für ungefähr 25 €. Wer den normalen Controller zur Mini 3 Pro besitzt und viel mit dem Bike unterwegs ist, der kann natürlich auch mal meine Fahrradhaltung etwas näher betrachten. Ich bin super zufrieden und kann diese für sogenannte Drohnenbiker wärmstens empfehlen. Preislich liegt die Halterung bei ca. 25 €. Damit eure neue Drohne nicht im Staub oder im Schmutz bzw. auf feuchten Untergründen starten muss, habe ich hier mal ein neues Landepad für euch rausgesucht, denn dieser 50 x 50 große Startplatz ist universell zusammenklappbar, man kann ihn überall hin mitnehmen und er ist zudem noch sehr leicht vom Gewicht und ideal zu transportieren. Das Pad besteht aus hochwertigem wasserdichten PVC-Material, ist schmutzabweisend und hat ein doppelseitiges Farbdesign mit hervorgehobenem Landeplatz. Der Vorteil hier ist, man kann es natürlich noch zusätzlich mit Haken befestigen, damit es bei Wind nicht davon weht. Insgesamt 35 € soll das Ganze kosten und ist nach meiner Meinung der ideale und kompakte Begleiter für deine DJI Mini 3 Pro. Wer die sperrigen Transportkoffer nicht so mag, für den habe ich jetzt einen guten Tipp, denn hier gibt es zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis eine schöne Alternative, denn die Rede ist von diesem Drohnenrucksack. Hier erhältst du eine hochwertige Tasche aus wasserabweisendem Material und Nylongewebe mit Reißverschlüssen. Du kannst hier deine Fächer beliebig anpassen und so ist dieser Rucksack auch für andere Drohnen verwendbar. Vom iPad bis zur Drohne und deren SD-Karten und Akkus passt alles optimal rein und sieht zudem noch ansprechend aus. Ansprechend ist auch der Preis, wie ich finde, denn 39 € finde ich absolut fair und gerecht für dieses tolle Produkt. Ob man sie braucht oder nicht, darüber lässt sich streiten. Die einen sagen ja, den anderen sind sie egal. Die Rede ist von den Motorschutzkappen für die DJI Mini 3 Pro. Der Hersteller verspricht, dass dieses Zubehör die Motoren staub- und wasserdicht verschließt, um hier einen optimalen Schutz zu leisten. Man kann sie schnell und einfach installieren und sie sollen deine Drohne langlebiger machen und sie vor eindringendem Schmutz schützen. Geliefert werden 4 Abdeckungen zum Preis von ca. 15 € und ob du dieses Accessoire benötigst, das kannst du selbst entscheiden. Für weitere Informationen findest du alle Links zu den hier genannten Produkten nochmal in der Videobeschreibung. Was ich definitiv bestellen werde, ist eine Schutzfolie für das Display des RC-Controllers. Dieses schützt optimal vor Kratzern und natürlich bietet es auch Schutz am Display, falls der Controller mal runterfallen sollte. Die Folie besteht aus Hartplastik, ist natürlich mit dem Touchscreen kompatibel und kann ohne Klebstoff oder andere Hilfsmittel am Controller angebracht werden. Zu diesem Zubehör sage ich nur, kleiner Effekt, große Wirkung. Wir kennen es ja alle schon von den Smartphones, denn nichts ist ärgerlicher als ein kaputtes oder zerkratztes Display. Preislich liegt man hier je nach Hersteller bei ca. 10 bis 20 €. Aber zukünftig, da sollen auch komplette Silikonschutzhüllen für den neuen Controller erscheinen. Sobald diese verfügbar sind, findet ihr die natürlich hier unter meinem Video. Zu diesem Zeitpunkt des Videodrehs waren die leider noch nicht verfügbar. Eine Sache, die natürlich dank der guten Kamera der neuen DJI Mini 3 Pro richtig viel Spaß macht, sind Nachtflüge. Jetzt habe ich aber mal festgestellt, dass die mitgelieferten montierten LEDs nicht so ausreichend sind. Gerade bei Bewölkung oder diesigem Wetter braucht man hier deutlich mehr Licht, damit die Drohne länger sichtbar bleibt. Da habe ich mir mal diese kleinen Leuchten bestellt und ich bin gerade am Ausprobieren, was die so taugen. Ein ausführliches Nachtflugvideo, das findest du dann auch bald auf meinem Kanal, also abonnieren und liken, damit du nichts mehr verpasst.
Danke dafür. Die 4 Lampen kannst du beliebig an der Drohne festmachen. Ich habe mir extra diese bestellt, da hier das zulässige Gesamtgewicht von 249 Gramm noch nicht überschritten wird. Bei anderen größeren Lösungen kommen wir dann deutlich über 249 Gramm und das wirkt sich dann wieder auf deine gesetzlichen Flugmöglichkeiten aus. Man kann hier Rot und Grün einstellen und die Lampen stehend oder blinkend verstellen. Mitgeliefert werden kleine Batterien, die man natürlich irgendwann wieder erneuern muss. Alles in allem bekommst du das fertige Set für rund 18 Euro. Und wie es ist, damit zu fliegen, erfährst du wie gesagt in Kürze auf meinem Kanal. Auch ohne Fly More Paket kann man fast alle Dinge aus diesem Set einzeln erwerben. So gibt es die Ladeschale und natürlich auch die Intelligent Fly Akkus für deine Mini 3 Pro einzeln zu kaufen. Aber wenn man sich mal einen Taschenrechner nimmt, ist es immer wieder am sinnvollsten, das komplette Paket zu kaufen, denn bei einigen Händlern sind schon die Ladeschale und 2 Akkus genauso teuer wie das ganze Paket mit Tasche und Ersatzpropeller noch dazu. Erhältlich ist das Fly More Paket zum Preis von 189 Euro. Kommen wir zur SD-Karte und hier geht man auf Nummer sicher, wenn man die empfohlene SanDisk-Karte kauft. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist angepasst und 128 GB Speicherplatz reichen erstmal völlig aus, denn hier hat man das ausgewogenste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wer mehr braucht, kein Problem, bis zu 500 GB sind möglich. Und nicht vergessen, gleich 2 Karten zu bestellen, denn der RC-Controller benötigt ebenfalls noch eine Micro-SD-Karte, um intern aufzuzeichnen. Eine SD-Karte kostet rund 25 Euro und definitiv werden die im Laufe der Zeit noch günstiger. Wenn du möchtest, schau dir einfach mein Nachtflug-Video an. Da gibt es schon die ersten Zubehörteile für die DJI Mini 3 Pro, die ich bekommen habe. Die habe ich dort ausprobiert. Ansonsten gibt es natürlich auch noch einen zweiten Teil von diesem Video, sofern wieder neues Zubehör für die DJI Mini 3 Pro erhältlich ist und es sich lohnt, darüber ein Video zu machen, mache ich natürlich eins. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß. Sehr gern einen Kommentar dalassen. Was macht ihr mit eurem Zubehör? Welches Zubehör kauft ihr euch? Und natürlich ein Like bzw. ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Vielen Dank dafür und sehr gern bis zum nächsten Video. Damit tschüss, bye bye und winke, winke.